Du möchtest wissen, wie du ganz einfach unter Windows 10 einen Screenshot erstellen kannst? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir 3 einfache Möglichkeiten, wie du ganz schnell Screenshots erstellen kannst. So, kommen wir nun zur ersten Möglichkeit. Bei der ersten Möglichkeit drückst du die Tasten Windows und die Drucktaste. Der Bildschirm verdunkelt sich kurz, das bedeutet, der Screenshot wurde erfolgreich gespeichert. Um den Screenshot jetzt wiederzufinden, gehen Sie ganz einfach auf den Windows Explorer, gehen unter dieser PC auf den Ordner Bilder und dann auf den Ordner Bildschirmfotos. In diesem Ordner finden Sie jetzt ganz einfach den Screenshot. In meinem Falle sind es jetzt 2 Screenshots, da ich 2 Bildschirme besitze. Das bedeutet, falls Sie einen Bildschirm haben, erscheint hier nur ein Bild, falls Sie 2 haben 2, falls Sie 3 haben 3 und so weiter. So, kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit, wie du einen Screenshot speichern kannst. Dafür müssen wir die Windows-, die Shift- und die S-Taste gleichzeitig drücken. Dann öffnet sich hier oben ein Fenster. Wir benutzen jetzt erstmal das Rechteckwerkzeug. Sie können natürlich genauso gut eine freie Form ausschneiden, mehrere Fenster ausschneiden oder auch ein Vollbild ausschneiden. So, in meinem Falle werde ich jetzt mal versuchen, diesen Baum hier zu screenshotten. In dem Falle halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Ihre Maus so weit runter, wie Sie es wollen. Haben Sie nun das Objekt ausgewählt, lassen Sie die linke Maustaste einfach los. Jetzt wurde der Screenshot erfolgreich gespeichert. Um den Screenshot wiederzufinden, gehen Sie hier unten rechts auf dieses Symbol in der Ecke. Dann öffnen sich Ihre Benachrichtigungen. Und hier, wie Sie sehen, steht Ausschnitt in Zwischenablage gespeichert. Klicken Sie nun auf das Foto und es öffnet sich ein neues Programm, in dem Sie ganz einfach das Bild bearbeiten können mit verschiedenen Farben und Größen. Sie können das Bild natürlich auch zuschneiden und wenn Sie das gewünschte Bild haben, klicken Sie hier oben einfach auf Speichern, wählen den richtigen Pfad aus und drücken auf Speichern. So, möchten Sie aber das Foto, was Sie gerade erstellt haben, einfach ganz schnell in ein anderes Programm einfügen, ohne das lästige Speichern oder Bearbeiten, können Sie auch ganz einfach mit derselben Tastenkombination Windows Shift S ein Foto machen und dann gehen Sie in eine beliebige App, beispielsweise Word, und drücken die Tastenkombination STRG und V. So, jetzt haben Sie erfolgreich das Bild in das Programm eingefügt. Sie können das natürlich auch in jedem anderen Programm tun. So, kommen wir jetzt nun zur dritten Möglichkeit. Sie drücken hier unten links auf das Such-Icon und geben Snipping Tool ein. Bestätigen dies. In diesem Programm können Sie einen verschiedenen Modus auswählen, beispielsweise freies Ausschneiden, rechteckiges Ausschneiden, das Fenster ausschneiden oder Vollbild ausschneiden. Um jetzt einfach einen Screenshot zu erstellen, wählen Sie Ihren jeweiligen Modus aus und drücken auf Neu. Anschließend können Sie Ihr Objekt auswählen, in meinem Fall wieder der Baum. Und es öffnet sich direkt das Bearbeitungsfenster, in dem Sie genau wie vorher bearbeiten können, wie Sie wollen. Falls Sie zufrieden sind mit Ihrem Screenshot, drücken Sie einfach auf Speichern, können wieder einen Speicherort auswählen und drücken auf Speichern. Das war's jetzt mit dem Video, wie man ganz einfach unter Windows 10 einen Screenshot erstellen kann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und falls Sie keine weiteren Videos verpassen wollen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie ein Abo dalassen würden und ein Like. Und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie gerne einen Kommentar, was ich verbessern könnte. Danke und bis zum nächsten Mal.